Grundsätzlich eher nicht so gut. Also es kommt ja noch, glaube ich, eine zweite Wahlrunde am Sonntag. Ja. Ich hoffe, dass ich damit ein bisschen ausgleiche. Grundsätzlich bin ich jetzt eher nicht so für Front National. Okay. Also eher Sarkozy, Hollande, eher in die Richtung, genau. Okay. Ja, ist ein bisschen erschreckend. Ich würde sagen, es ist eine Reaktion auf die Anschläge. Die Leute haben Angst, wissen nicht, was machen sollen. Und wie alle rechten Parteien reden die einfach gegen alles, so wie es besteht. Obwohl sie nicht viele Lösungsansätze haben, aber sie sagen einmal oder bringen zur Meinung, dass die Leute nicht zufrieden sind mit dem momentanen Stand. Ja, es ist erschreckend, dass die Rechten so stark werden, aber im Sinne von den Entwicklungen verständlich auch, leider. Leider, weil die mit populistischen Parolen einfach Stimmen lukrieren und die Menschen natürlich so aufgewühlt sind nach Paris. Es ist verständlich, aber es ist erschreckend. Und es ist traurig, dass die Linken, die Sozialisten und die ganzen Bürgerparteien dem nichts entgegensetzen können. Also das macht mir sehr große Bedenken. Ja, ich muss sagen, das ist eigentlich eine logische Entwicklung. Wenn die amtierende Regierung oder die amtierenden Mächtigen nicht diese Befürchtungen, die die Bevölkerung hat, berücksichtigen, dann kommt sowas vor, wenn man nicht einmal in diese Richtung, wie soll man sagen, einmal beruhigend einwirkt. Jedenfalls fasse ich die Sache so auf. Da haben sicher diese Anschläge in Paris viel damit zu tun, dass die Menschen anders denken, umdenken und glauben, sie können dadurch irgendwas bewirken. Wäre besser, wenn es anders gewesen wäre. Angst ist leicht zu verkaufen. Leider. Aber Europa war immer rechts und immer ein bisschen xenophobisch und teilweise rassistisch und schauen wir, was passiert. Ich sage jetzt einmal, es war leider zu befürchten aufgrund der Flüchtlingsthematik und aufgrund der Anschläge in Paris. Es ist tragisch, ja. Bin jetzt auch eigentlich sprachlos. Ja, ich habe es jetzt gerade erfahren. Ja, wunderbare Geschichte. Nicht? An und für sich, dass endlich jemand aufsteht gegen diesen EU-Wahnsinn. Nicht? Man wird zwar versuchen, in Frankreich den Front National rauszuhalten durch die Konservativen und die Sozialisten, aber irgendwann einmal wird man das nicht mehr machen können. Nicht? Da wird sich auch Le Pen durchsetzen können, Gott sei Dank. Nicht? Ja. Ich halte das für sehr positiv. Ja. Nein, also ich bin gegen zusätzliche Datenüberwachung. Ich glaube, das ist schon wichtig, die persönlichen Rechte und Daten zu schützen. Vielleicht ein kleines Risiko ist es schon weniger, aber ich denke, das ist jetzt nicht, also dadurch kann man nicht alles sichern. Also das ist jetzt nicht die Maßnahme, wo dann sich alles perfekt sicher ist. Ich fühle mich sonst auch nicht unsicher, deswegen ist es bei mir eigentlich egal. Ja. Natürlich, wenn es meine Sicherheit erhöht, habe ich nichts dagegen. Das Problem ist immer mit der Überwachung, ist, in wessen Hände geraten diese Daten und was passiert damit. Das ist das große Problem. Und, man muss sagen, das Ganze zu hinterfragen, was jetzt das Ganze mit dem IS und mit dem Ganzen, was da weiter entstehen wird. Ein bisschen Überwachung braucht es. Ich meine, das Ganze mit der NSA war zum Beispiel von Amerika, das ist ein anderes Kapitel wiederum. Aber das Ganze wird immerhin weiter so laufen, weil es geht nicht mehr anders. Nein. Ich finde das, weiß ich nicht, ist mehr Kontrolle als Überwachung und wirkt sich oft in die falsche Richtung aus. Also nicht zur Sicherheit der Leute, sondern dass man kleine Delikte bestrafen kann, die eigentlich nicht so sehr ins Gewicht fallen. In der Bevölkerung. Primär machen sie es sicher zum Schutz der Bevölkerung. Leider ist halt Missbrauch nicht ausgeschlossen, deswegen wird es auch immer wieder kritisch betrachtet und beurteilt, weil es halt auch Missbrauch von diesen Überwachungen und Datenspeicherungen gibt. Die Frage ist, was ist die Alternative? Ja. Wenn nicht Demokratie, was dann? Deswegen, ich denke schon, dass das die einzige Möglichkeit ist, Entscheidungen zu treffen. Okay. Ich bin auch gerade ein bisschen so in einer Zwickmühle oder wissen selbst wahrscheinlich auch nicht genau, wie es das am besten lösen soll und versuchen es halt jetzt mal auf dem Weg
Aber ich glaube, dass das wirklich im Interesse der Bürger ist nicht hundertprozentig so. Daran zweifle ich ehrlich gesagt. Die haben teilweise ihre eigenen Interessen, die nicht unbedingt die Bevölkerung vertreten. Die Entscheidungsträger sind meiner Meinung nach eigentlich in einer schlechten Situation. Sie sind abhängig von gewissen Kräften, die sie sozusagen auch fördern. Also die Entscheidungsträger sind meistens Leute, die gewisse Lobbyisten sind, meiner Meinung nach. Oder sie sind ganz einfach abhängig von Leuten, die ihnen das Geld geben, um auch politische Ideen zu verwirklichen. Also das ist immer der Kampf zwischen, man soll der Bevölkerung helfen, aber auch das Eigeninteresse. Und heutzutage ist meiner Meinung nach so, dass die Parteien keine Gesinnungsparteien sind. Früher waren Sozialisten wirklich Arbeiter etc. oder die Schwarzen haben gewisse Couleur gehabt. Aber jetzt sind alle so, sie versuchen nur ihre eigene Macht zu erhalten, so sehe ich sie. Ich glaube, die meisten Politiker haben ihre Beste im Kopf. Ob die machen das richtig oder nicht, ist eine andere Frage. Ja, ich glaube, die sorgen für unsere Sicherheit. Die Frage ist, die sind alle fehlhaft, also die sind leider Menschen auch, ja, die machen Fehler.